Am Nachmittag des 2. Oktober 1998 herrschte in New Freedom, einer kleinen Stadt im York County, Pennsylvania, zunächst Ruhe. In der Wohngegend, in der die Familie Whitman lebte, schien es ein gewöhnlicher Schultag zu sein. Doch um genau 15:17 Uhr ging in der Notrufzentrale ein panischer Anruf ein. Ein 15-jähriger Junge namens Zachary Whitman meldete, dass sein jüngerer Bruder Gregory schwer verletzt im Flur lag. Die Stimme am anderen Ende der Leitung war atemlos, brüchig, und die Worte überschlugen sich. »Mein Bruder blutet. Bitte beeilen Sie sich«, stammelte Zachary. Während der Disponent versuchte, ihn zu beruhigen und klare Informationen zu erhalten, schien die Hektik am Tatort zu eskalieren. Nur wenige Minuten später trafen die Rettungskräfte ein. Sie fanden Gregory, 13 Jahre alt, am Boden liegend, umgeben von einer erschreckenden Menge Blut. Sein T-Shirt war zerrissen, sein Körper wies zahlreiche Messerstiche auf. Berichte sprechen von mehr als 60 Stichen sowie tiefen Schnittverletzungen am Hals, nahezu Enthauptung. Das Bild war so brutal, dass selbst erfahrene Sanitäter innehielten. Während ein Rettungsteam versuchte, Gregorys Leben zu retten, begannen Polizisten, den Tatort zu sichern. Die Mutter der Jungen, Susanne Whitman, war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sie arbeitete im örtlichen Rathaus. Der Vater, Ron Whitman, befand sich ebenfalls außer Haus. Zachary erklärte den Beamten, er habe nach der Schule zunächst Videospiele gespielt, sei dann nach unten gegangen und habe seinen Bruder so vorgefunden. Er beteuerte, niemanden im Haus gesehen zu haben. Die Ermittler bemerkten jedoch schon in den ersten Minuten kleine, aber wichtige Details. Kein aufgebrochenes Fenster, keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens, keine Anzeichen für einen Kampf im Wohnzimmer oder an der Haustür. Alles deutete darauf hin, dass der Angriff im Inneren des Hauses stattgefunden hatte und dass der Täter wahrscheinlich Zugang zum Haus gehabt hatte. Als Gregory ins Krankenhaus gebracht wurde, war sein Zustand bereits aussichtslos. Wenige Minuten nach der Ankunft erklärten die Ärzte den Jungen für tot. Die Nachricht verbreitete sich schnell in der Gemeinde und ließ fassungslos zurück. Für die Polizei war der erste Schritt klar. Sie mussten jede Sekunde zwischen dem letzten Mal, als Gregory lebend gesehen wurde, und dem Notruf rekonstruieren. Und diese Zeitspanne würde schon bald eine entscheidende Rolle spielen, ebenso wie die Worte, die Zachary noch am Tatort sagte. Während Gerichtsmediziner die Leiche von Gregory abtransportierten, konzentrierte sich das Ermittlerteam auf die Sicherung von Beweisen im Haus der Whitmans. Schon im Flur, direkt neben dem Körper des Jungen, lagen Blutflecken in unterschiedlichen Mustern. Einige Spritzer deuteten auf heftige Bewegungen während des Angriffs hin. An den Wänden waren feine Spuren, wie sie entstehen, wenn ein blutiges Messer schnell geführt wird. Die Spurensicherung folgte den Blutabdrücken durch das Erdgeschoss und hinaus in den Garten. Dort, in einem Beet neben der Terrasse, entdeckten sie etwas, das sofort Verdacht erregte. Unter einer dünnen Schicht Erde lag ein blutverschmierter Küchenhandschuh. Wenige Zentimeter daneben fand sich ein Messer mit einer verbogenen Spitze, ebenfalls bedeckt von frischen Erdkrumen. Beide Gegenstände waren hastig vergraben worden, als wolle jemand sie so schnell wie möglich aus dem Blickfeld schaffen. Die Tatwaffe wurde später als ein gewöhnliches Küchenmesser aus dem Haushalt identifiziert. Die Klinge war verbogen, was darauf hindeutete, dass sie während der Attacke auf Widerstand gestoßen war, vermutlich auf Knochen. Die Handschuhe, so stellte sich heraus, waren aus Latex, ebenfalls aus dem Haushalt der Whitmans. Im Haus selbst fanden die Ermittler keine Spuren eines Kampfes außerhalb des Flurs, keine umgestürzten Möbel, keine zerbrochenen Scheiben. In Gregorys Zimmer hingegen lagen seine Schultasche und ein geöffnetes Notizbuch auf dem Bett, als hätte er gerade Hausaufgaben gemacht. Besonders bemerkenswert war jedoch die Abwesenheit fremder DNA-Spuren. Erste Schnelltests deuteten darauf hin, dass das Blut an Messer und Handschuhen ausschließlich von Gregory stammte. Unter seinen Fingernägeln fanden Gerichtsmediziner Hautpartikel. Diese würden später zu einem zentralen Streitpunkt im gesamten Verfahren werden. Die Ermittler waren sich einig. Das Verstecken der Tatwaffe deutete auf ein gezieltes Handeln unmittelbar nach dem Angriff hin. Und da im Haus keine Spuren eines Fremden gefunden wurden, richtete sich der Blick zwangsläufig auf jene, die Zugang hatten, allen voran auf Zachary. Während draußen die Beweismittel in Beuteln versiegelt wurden, begann sich im Inneren der Familie ein Riss zu öffnen,
der sich in den kommenden Jahren nur vertiefen sollte. In den Stunden nach dem Mord versuchten die Ermittler, den Ablauf des Nachmittags minutiös zu rekonstruieren. Zachary erklärte, er habe nach der Schule zunächst Zeit in seinem Zimmer verbracht und Videospiele gespielt. Dann, so seine Aussage, sei er die Treppe hinuntergegangen und habe Gregory schwer verletzt im Flur gefunden. Sofort habe er zum Telefon gegriffen und den Notruf gewählt. Doch schon bei der ersten Überprüfung fielen Unstimmigkeiten auf. Die Notrufaufzeichnung begann um 15:17 Uhr. Nachbarn sagten später aus, sie hätten zwischen 15:05 und 15:10 Uhr laute Schreie aus dem Haus gehört, Schreie, die abrupt verstummten. Damit entstand eine zeitliche Lücke, in der niemand belegen konnte, was genau im Haus geschah. Hinzu kam eine weitere Auffälligkeit. Eine Freundin von Gregory, Erin, berichtete der Polizei, sie habe ihn kurz vor dem Angriff noch angerufen. Er habe das Gespräch abrupt beendet und gesagt, sein Bruder komme gerade ins Zimmer. Dieses Detail passte schlecht zu Zacharys Darstellung. Er habe sich bis zum Fund der Leiche nicht im selben Raum wie Gregory befunden. Die Ermittler stellten zudem fest, dass Zachary beim Eintreffen der Polizei keine sichtbaren Verletzungen hatte. Ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass Gregory mehr als 60 Mal mit einem Messer attackiert worden war und es vermutlich zu einem Gerangel gekommen wäre. Die einzigen Blutspuren an ihm befanden sich an den Händen und an seiner Kleidung, was er damit erklärte, dass er versucht habe, seinem Bruder zu helfen. Auch der Fund der Tatwaffe im Garten gab Anlass zu Zweifeln. Wenn ein unbekannter Täter ins Haus eingedrungen wäre, hätte er kaum Zeit gehabt, Messer und Handschuhe zu vergraben, ohne von Zachary bemerkt zu werden. Dass beides nur wenige Meter von der Hintertür entfernt lag, verstärkte den Verdacht, der Täter könne jemand aus dem Haushalt gewesen sein. Im Polizeibericht wurde zudem festgehalten, dass Zachary beim Verhör nervös, aber kontrolliert wirkte. Er beantwortete Fragen knapp, wich bei einigen Details aus und betonte immer wieder, er habe keine Ahnung, wer seinem Bruder etwas hätte antun wollen. Doch je mehr die Ermittler fragten, desto deutlicher schien sich ein Widerspruch zwischen seiner Version und den forensischen Indizien abzuzeichnen. Die Zweifel waren gesät, und sie würden in den nächsten Wochen zu einer festen Überzeugung der Staatsanwaltschaft heranwachsen. Die Ermittlungen nahmen in den folgenden Wochen an Intensität zu. Forensische Gutachten bestätigten, dass sich auf dem Messer und den Handschuhen ausschließlich Gregorys Blut befand. Unter seinen Fingernägeln jedoch fanden sich Hautzellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Person aus dem engeren Umfeld stammten. Als diese Spuren schließlich Zachary zugeordnet wurden, verdichteten sich die Hinweise. Am 10. Dezember 1998, etwas mehr als 2 Monate nach dem Mord, wurde der 15-jährige Zachary Whitman in der Schule verhaftet. Der Moment kam für viele unerwartet. Mitschüler beschrieben ihn als ruhig und zurückhaltend. Lehrer berichteten von einem intelligenten, aber eher introvertierten Schüler. Für die Ermittler hingegen passte das Bild. Ein Jugendlicher, der äußerlich unauffällig wirkte, im Inneren jedoch eine gewaltsame Tat begangen haben sollte. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Mordes 1. Grades. In Pennsylvania bedeutete das, dass Zachary trotz seines Alters als Erwachsener vor Gericht gestellt werden konnte. Eine Entscheidung, die in der Gemeinde kontrovers diskutiert wurde. Während einige Nachbarn davon überzeugt waren, dass die Polizei den Richtigen gefasst hatte, konnten andere nicht glauben, dass ein Bruder zu einer derart brutalen Tat fähig war. Die Verteidigung versuchte zunächst, Zweifel an der Beweislage zu säen. Zudem wurde betont, dass kein Motiv klar erkennbar sei. Zachary selbst bestritt weiterhin jede Beteiligung am Tod seines Bruders. Doch der Weg zum Prozess zog sich in die Länge. Mehrfach wurden Vorverhandlungen vertagt, neue Gutachten angefordert und juristische Anträge gestellt. Unter anderem versuchte die Verteidigung, den Prozess gegen Zachary in das Jugendgericht zu verlagern, was jedoch scheiterte. In dieser Zeit begann sich auch innerhalb der Familie die Spaltung zu vertiefen. Während die Mutter Suzanne unbeirrt an die Unschuld ihres Sohnes glaubte und ihn bei jeder Gelegenheit unterstützte, schien der Vater Ron zunehmend überzeugt, dass Zachary verantwortlich war. Diese innerfamiliäre Zerreißprobe wurde später zu einem der emotionalsten Aspekte des gesamten Falls. Nach fast 5 Jahren juristischer Auseinandersetzungen war es schließlich soweit. Im Jahr 2003 stand der mittlerweile 20-jährige Zachary Whitman vor Gericht.
Die Anklage war bereit, jedes Detail der grausamen Tat und der Beweislage darzulegen, und die Öffentlichkeit sollte Zeuge eines der aufsehenerregendsten Prozesse im York County werden. Am ersten Verhandlungstag im Frühjahr 2003 war der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Journalisten, Anwohner, ehemalige Klassenkameraden, alle wollten sehen, wie der lange erwartete Prozess gegen Zachary Whitman beginnen würde. Die Staatsanwaltschaft eröffnete mit einer detaillierten Schilderung des Tatablaufs, wie sie ihn rekonstruierte. Ein Streit zwischen den Brüdern habe eskaliert, woraufhin Zachary ein Küchenmesser ergriff und in einem wahren Anfall von Wut mehrfach auf Gregory einstach. Der Angriff sei so heftig gewesen, dass die Klinge des Küchenmessers verbogen wurde. Spuren deuteten darauf hin, dass sie während der Tat stark belastet war. Danach habe Zachary die Handschuhe angezogen, um Spuren zu vermeiden, die Tatwaffe im Garten vergraben und anschließend den Notruf gewählt, um den Anschein eines Überfalls zu erwecken. Besonderes Gewicht legte die Anklage auf die forensischen Beweise. Unter Gregorys Fingernägeln fanden Ermittler Hautzellen, die nach forensischen Gutachten Zachary zugeordnet wurden, die Position der Blutspuren im Haus und im Garten sowie die Tatsache, dass keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen vorlagen. Auch die zeitliche Lücke zwischen den von den Nachbarn gehörten Schreien und dem Absetzen des Notrufs wurde als belastendes Indiz präsentiert. Die Verteidigung versuchte von Beginn an Zweifel an dieser Darstellung zu säen. Sie argumentierte, dass die DNA-Spuren das Ergebnis alltäglicher Berührungen zwischen Brüdern sein könnten und dass die Ermittler voreingenommen gearbeitet hätten, nachdem Zachary früh in den Fokus geraten war. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass das angebliche Motiv, ein banaler Streit, zu schwach sei, um eine derart extreme Gewalttat zu erklären. Während der Zeugenbefragungen traten Ermittler, Forensiker und Nachbarn auf. Ein Polizist schilderte, wie er den blutverschmierten Handschuh im Garten entdeckte, ein anderer beschrieb den Fund des Messers. Eine Nachbarin bestätigte, dass sie die Schreie eines Jungen gehört hatte, gefolgt von völliger Stille. Ein Moment, der im Saal für spürbare Anspannung sorgte. Zachary selbst verfolgte den Prozess regungslos. Gelegentlich sprach er leise mit seinen Anwälten, vermied jedoch jeden Blickkontakt mit den Geschworenen. Für die Öffentlichkeit war schwer einzuschätzen, ob diese Zurückhaltung Ausdruck von Unschuld oder von Selbstkontrolle war. Mit jedem Prozesstag wurde klarer, dass dieser Fall nicht nur auf harten Beweisen beruhte, sondern auch auf der Interpretation menschlicher Verhaltensmuster und auf der Frage, ob ein Jugendlicher zu solch extremer Gewalt fähig sein konnte. Nach mehreren Wochen intensiver Beweisaufnahme und emotionaler Zeugenaussagen zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Die Spannung im Gerichtssaal war greifbar, als die Nachricht kam, dass sie bereits nach etwas mehr als 5 Stunden zu einer Entscheidung gelangt waren. Am 21. April 2003 wurde Zachary Whitman wegen Mordes 1. Grades verurteilt und erhielt eine zwingende lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Das Urteil traf wie ein Schlag, nicht nur für den Angeklagten, sondern auch für die gespaltene Familie. Während Vater Ron Whitman mit Tränen in den Augen erklärte, er hoffe, dass nun Gerechtigkeit für Gregory erreicht worden sei, brach Mutter Susanne am Richtertisch zusammen und wiederholte immer wieder, dass ihr Sohn unschuldig sei. Das Strafmaß ließ keinen Spielraum. Lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Für einen 20-Jährigen, der den größten Teil seiner Jugend bereits hinter Gittern verbracht hatte, war das gleichbedeutend mit einer Zukunft hinter Gefängnismauern. Die Anklage wertete das Urteil als Bestätigung ihrer Theorie. Sie betonte, dass die Kombination aus forensischen Beweisen, Zeugenaussagen und der fehlenden Einbruchsspuren eindeutig auf Zachary als Täter hindeute. Die Verteidigung hingegen kündigte sofort Berufung an. Sie argumentierte, der Prozess sei von Beginn an unfair gewesen und habe zu sehr auf Indizien statt auf unwiderlegbare Beweise gesetzt. In der Öffentlichkeit blieb der Fall umstritten. Einige sahen in Zachary einen berechnenden Mörder, der versucht hatte, seine Spuren zu verwischen. Andere hielten ihn für das Opfer einer voreiligen und fehlerhaften Ermittlung. Die Medien griffen diese Debatte auf, und der Fall blieb auch Jahre nach dem Urteil ein Thema in Talkshows, Dokumentationen und Zeitungsartikeln. Für die Familie Whitman war das Urteil kein Abschluss. Statt Heilung brachte es nur eine noch tiefere Kluft. Auf der einen Seite der trauernde Vater,
überzeugt von der Schuld seines Sohnes, auf der anderen die Mutter, die sich fortan einem jahrelangen Kampf für dessen Freilassung verschrieb. Das Schicksal von Zachary Whitman schien besiegelt, doch die Geschichte sollte damit noch nicht enden. Jahre später würden neue juristische Entwicklungen den Fall erneut ins Rampenlicht rücken und die Frage aufwerfen, ob die Wahrheit im Jahr 1998 tatsächlich vollständig ans Licht gekommen war. Nach seiner Verurteilung im Jahr 2003 verbrachte Zachary Whitman seine Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis in Pennsylvania. Doch seine Mutter Suzanne gab nicht auf. Sie gründete eine Unterstützergruppe, kontaktierte Anwälte, forderte neue Gutachten an und suchte die Öffentlichkeit. Ihr Ziel war klar. Sie wollte beweisen, dass ihr Sohn unschuldig war oder zumindest kein vorsätzlicher Mörder. In den folgenden Jahren reichte die Verteidigung mehrfach Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Dabei stützte sie sich auf zwei Hauptargumente. Zum einen sei Zachary zum Tatzeitpunkt erst 15 Jahre alt gewesen und die lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verstoße gegen neuere Urteile des obersten Gerichtshofs der USA zu jugendlichen Straftätern. Zum anderen verwies die Verteidigung auf mögliche neue forensische Methoden, die zusätzliche Spuren hätten klären oder frühere Befunde präziser bewerten können. Im Jahr 2012 entschied der oberste Gerichtshof der USA im Fall Miller vs. Alabama, dass zwingende lebenslange Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung für Minderjährige verfassungswidrig seien. Dieses Urteil öffnete Zachary Whitman die Tür zu einer neuen Strafzumessung. 2018 erhielt er schließlich die Möglichkeit, ein neues Strafmaß auszuhandeln, verbunden mit einem Schuldeingeständnis, das Teil eines Plea-Deals war. Nach langen Verhandlungen akzeptierte Zachary im Jahr 2018 einen Deal. Er bekannte sich des Mordes 3. Grades schuldig und erhielt eine Strafe, die ihm sofortige Freilassung ermöglichte. Am 24. Oktober 2018 verließ er nach fast 20 Jahren Haft das Gefängnis als freier Mann. Die Reaktionen waren gespalten. Für seine Unterstützer war es ein Sieg, ein Beweis dafür, dass das ursprüngliche Urteil zu hart gewesen war. Für andere war es ein bitterer Kompromiss, ein Schuldeingeständnis, das die Frage nach der wahren Tatnacht unbeantwortet ließ. Zachary selbst hielt sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In einem kurzen Statement sagte er wolle nach vorn schauen und sein Leben neu beginnen. Über die Ereignisse von 1998 sprach er nicht im Detail. Der Fall Whitman bleibt bis heute ein Beispiel dafür, wie komplexe Familienbeziehungen, forensische Beweise, juristische Strategien und gesellschaftliche Debatten um Jugendkriminalität miteinander verflochten sein können. Und auch Jahrzehnte nach jener Oktobermorgen in New Freedom gibt es Menschen, die überzeugt sind, dass die ganze Wahrheit niemals ans Licht gekommen ist. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Am Morgen des 15. März 2015 herrschte in South Whitehall Township, Pennsylvania, eine feuchte, klamme Kälte. Die Straßen lagen noch im Dunst, als eine Polizeistreife einen ungewöhnlichen Anblick bemerkte. Ein silberfarbener Ford Freestyle stand schräg am Rand eines kleinen Teichs, das Heck noch auf festem Boden, die Frontpartie bereits tief im Wasser versunken. Es sah nicht nach einem typischen Verkehrsunfall aus. Die Beamten näherten sich vorsichtig. Die Türen waren nicht abgeschlossen, und als sie eine öffneten, schlug ihnen ein stechender Geruch von Reinigungsmittel. Im Innenraum fanden sich mehrere dunkelbraune Flecken, die stark an Blut erinnerten. Obwohl das Fahrzeug offensichtlich gründlich gesäubert worden war, hatte jemand die Spuren nicht vollständig beseitigen können. Ein genauerer Blick in den seichten Uferschlamm neben dem Wagen brachte eine verstörende Entdeckung. Der Boden war frisch aufgewühlt. Die Polizisten riefen Verstärkung und sperrten den Bereich großräumig ab. Wenige Minuten später traf der Gerichtsmediziner ein. Unter der Erdschicht kam eine Frauenleiche zum Vorschein. Es war Cheryl Silvonek, 54 Jahre alt, wohnhaft in Upper Macungie Township, Ehefrau, Mutter von 2 Kindern, in der Gemeinde als warmherzig und hilfsbereit bekannt. Die Obduktion bestätigte die Brutalität der Tat. Cheryl Silvonek starb an mehreren Stichverletzungen, insbesondere im Halsbereich.
Die Ermittler waren sich sicher, dass Barnes die Stiche versetzte, während Jamie Silvonek die Tat mitplante, anstachelte und bei der Vertuschung half. Sie war dadurch direkt in das Verbrechen involviert. Öffentlich bekannte Befunde beschreiben multiple Stichverletzungen, vor allem am Hals. An den Armen zeigten sich tiefe Abwehrverletzungen, ein Zeichen dafür, dass sie bis zuletzt um ihr Leben gekämpft hatte. Der Zeitpunkt des Todes lag nach Einschätzung des Gerichtsmediziners mehrere Stunden vor der Entdeckung. Offenbar hatte der Täter versucht, den Wagen mitsamt der Leiche im Teich zu versenken, doch das Gelände gab nicht nach und das Fahrzeug blieb stecken. Vermutlich in Panik hatte der Täter dann versucht, die Tote am Ufer zu vergraben. Vergeblich. Schon am Tatort war den Ermittlern klar, dass dies kein Zufallsverbrechen war. Die Brutalität deutete auf ein persönliches Motiv hin. Der Täter musste aus dem näheren Umfeld stammen. Als die Beamten das Wohnhaus der Silvoneks erreichten, fanden sie Cheryls Ehemann David schlafend vor. Er behauptete, nichts von den Ereignissen der Nacht bemerkt zu haben. Im Haus lebte auch die 14-jährige Tochter Jamie, ein Mädchen, das in letzter Zeit für Sorgen gesorgt hatte. Wenige Stunden später fiel den Ermittlern ein Name, der bald im Zentrum der Ermittlungen stehen würde. Caleb Barnes, 20 Jahre alt, Soldat und auffällig oft in Jamies Gesellschaft. Was genau zwischen den beiden und der Familie geschehen war, sollte sich in den kommenden Tagen in schockierenden Details offenbaren. Jamie Silvonek war das zweite Kind der Familie. Geboren 2001, wuchs sie in einem wohlgeordneten, respektierten Elternhaus auf. Während ihr älterer Bruder längst am College studierte, genoss Jamie im Alltag viel Aufmerksamkeit, besonders von ihrem Vater David. Vater und Tochter teilten Hobbys wie Angeln, Jagen und das Fahren von Motorrädern. Ihre Mutter Cheryl hingegen übernahm den strengeren Part in der Erziehung, was immer wieder zu kleineren Konflikten führte, Spannungen, die in Jamies Teenagerjahren deutlicher wurden. Ab Ende 2014 veränderte sich Jamies Verhalten spürbar. Sie wurde verschlossener, zog sich von der Familie zurück, verweigerte Gespräche, sogar mit ihrem Vater, zu dem sie einst ein enges Vertrauensverhältnis hatte. Mehrfach lief sie von zu Hause weg und kehrte erst nach Tagen zurück. Ihre schulischen Leistungen sanken. Sie geriet häufiger in Streit mit ihrer Mutter. In einem Anfall von Trotz bestand sie sogar darauf, in eine Wohnung mit Freunden zu ziehen. Ein Experiment, das jedoch nur wenige Wochen dauerte, bis die Eltern sie schließlich zur Rückkehr bewegen konnten. Kurz darauf lernte Jamie den 20-jährigen Caleb Barnes kennen, einen Soldaten der US Army. Die Beziehung begann heimlich, denn der Altersunterschied und Jamies Minderjährigkeit machten sie nicht nur für die Eltern, sondern auch rechtlich problematisch. Als Cheryl von dieser Verbindung erfuhr, reagierte sie entschieden. Sie verbot den Kontakt und versuchte, ihre Tochter unter strengerer Aufsicht zu halten. Doch Jamie widersetzte sich offen. Über soziale Medien und heimliche Treffen hielt sie den Kontakt zu Barnes aufrecht. Freunde berichteten später, dass die Beziehung für sie wie eine Flucht aus der Kontrolle ihrer Eltern wirkte. Für Barnes hingegen schien Jamie eine impulsive, rebellische Partnerin zu sein, die bereit war, extreme Grenzen zu überschreiten. In den Wochen vor Cheryls Tod verschärfte sich die Situation. Mutter und Tochter stritten häufig, teils lautstark, und der Grund war fast immer Barnes. Cheryl war entschlossen, den jungen Mann endgültig aus Jamies Leben zu entfernen. Jamie hingegen begann in Gesprächen mit Freunden ihre Mutter als Hindernis zu bezeichnen, ein Hindernis, das ihrer Meinung nach verschwinden musste, wenn sie mit Caleb zusammen sein wollte. Diese wachsende Feindseligkeit, gepaart mit der intensiven Beziehung zu Barnes, sollte in einer Nacht eskalieren, die nicht nur das Leben der Silvoneks zerstörte, sondern auch das Schicksal zweier junger Menschen besiegelte. Der 13. März 2015 begann wie ein gewöhnlicher Freitag, doch in der Familie Silvonek brodelte es. Cheryl war fest entschlossen, ihre Tochter an diesem Abend zu begleiten, um jede Gelegenheit zu verhindern, dass Jamie sich heimlich mit Barnes traf. Jamie hingegen hatte bereits einen Plan geschmiedet. Über Textnachrichten stand sie den ganzen Tag mit Barnes in Kontakt, während sie nach außen den Anschein wahrt, sich dem Willen der Mutter zu beugen. Am Abend fuhren Cheryl und Jamie gemeinsam zu dem Breaking Benjamin-Konzert in Allentown. Dort trafen sie auch auf Caleb Barnes, ein Treffen, das Jamie hinter dem Rücken ihrer Mutter arrangiert hatte.
Beobachter im Veranstaltungsort bemerkten, wie die Stimmung zwischen den dreien angespannt war. Cheryl wirkte kontrolliert, aber distanziert, während Jamie und Barnes immer wieder versuchten, Blicke und Worte zu wechseln, sobald sich die Gelegenheit bot. Nach dem Konzert entschloss sich Cheryl, noch gemeinsam essen zu gehen, vielleicht in der Hoffnung, die angespannte Situation zu entschärfen. In einem nahegelegenen Restaurant setzten sich die drei an einen Tisch. Die Unterhaltung war oberflächlich, doch unter der Fassade stauten sich Konflikte an. Für Jamie war jeder Moment in Gegenwart ihrer Mutter und Barnes zugleich ein Spiel auf Zeit. Sie wusste, dass der Abend nicht ohne ein letztes, entscheidendes Ereignis enden würde. Später, auf dem Rückweg, lenkte Cheryl den Wagen in Richtung Heimat. Barnes saß auf dem Rücksitz, Jamie auf dem Beifahrersitz. In diesen Minuten, auf einer dunklen Landstraße, nahm der Abend eine tödliche Wendung. Spätere Aussagen deuteten darauf hin, dass Jamie ein stilles Zeichen gab, das den Angriff einleitete. Was dann geschah, spielte sich in einem engen, dunklen Innenraum ab, während der Wagen weiterrollte. Cheryl hatte keine Chance, die Gefahr zu erkennen, bevor sie direkt traf. Nachdem Cheryl tot war, übernahm Caleb Barnes das Steuer. Jamie saß still neben ihm, während sie ziellos durch die nächtlichen Straßen fuhren. Ziel war es, einen abgelegenen Ort zu finden, an dem niemand so schnell auf die Leiche stoßen würde. Schließlich steuerten sie ein Waldgebiet mit einem kleinen Teich an, ein Ort, der ihnen abgeschieden genug erschien. Der ursprüngliche Plan schien einfach: das Auto mitsamt der Leiche ins Wasser rollen lassen, sodass es sinken und unentdeckt bleiben würde. Barnes manövrierte den Wagen an das schlammige Ufer. Doch der Untergrund war weich und uneben. Die Reifen gruben sich tief in den Boden. Das Fahrzeug rutschte nur teilweise ins Wasser und blieb im Schlamm stecken. In dieser Situation versuchten die beiden, die Spuren der Tat trotzdem so gut wie möglich zu beseitigen. Sie spritzten Wasser in den Innenraum, verwendeten Reinigungsmittel, um Blutreste zu entfernen, und ließen die Türen unverschlossen. Barnes stieg schließlich aus, um die Böschung nach einer anderen Möglichkeit zu durchsuchen. Barnes zog schließlich den Körper von Cheryl aus dem Fahrzeug ans Ufer. Gemeinsam mit Jamie versuchte er, eine flache Grube neben dem Wagen auszuheben. Der Boden war jedoch hart und uneben, und ihre hastige Arbeit ließ kaum Tiefe zu. Schließlich legten sie den leblosen Körper in das notdürftig ausgehobene Loch, schoben etwas Erde darüber und hofften, damit alle Spuren zu verwischen. Doch der lockere, unzureichend aufgeschüttete Boden verriet schnell, dass dort etwas verborgen lag. Währenddessen blieb der Ford Freestyle leer zurück, die Sitze noch immer mit Spuren des Kampfes und Blutflecken übersät. Diese Kombination aus hastig verscharrtem Körper und verlassenem, blutverschmiertem Wagen sollte später den Ermittlern ein klares Bild davon geben, dass hier kein Unfall, sondern ein kaltblütiger Mord vertuscht werden sollte. Die ersten Stunden nach der Tat hatten Jamie Silvonek und Caleb Barnes damit verbracht, eine glaubhafte Geschichte zu erfinden. Sie versuchten, Spuren zu verwischen, Nachrichten von ihren Handys zu löschen und ihre Version der Ereignisse zu koordinieren. Doch unter der Oberfläche wuchs der Druck. Die Ermittler hatten inzwischen ein klares Bild vom Tathergang. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch oder einen zufälligen Angriff. Alles deutete auf eine Tat im engsten Umfeld hin. Noch bevor die Autopsie abgeschlossen war, hatten die Beamten bereits mehrere entscheidende Hinweise. Die Blutspuren im Ford stammten eindeutig von Cheryl Silvonek. Die Mischung aus Reinigungsmittel und Wasser im Fahrzeuginneren bestätigte, dass jemand versucht hatte, den Wagen zu säubern. Die hastig ausgehobene Grube am Ufer und der nur notdürftig verscharrte Körper verstärkten den Verdacht, dass der Mord geplant und mit erschreckender Kälte ausgeführt worden war. Parallel dazu gingen Ermittler den digitalen Spuren nach. Auf Jamies Mobiltelefon fanden sich gelöschte, aber wiederhergestellte Nachrichten, in denen sie mit Caleb Barnes nicht nur über ihre Beziehung, sondern auch über ihre wachsende Abneigung gegen ihre Mutter sprach. Einige Formulierungen klangen im Nachhinein wie düstere Vorboten, Anspielungen auf ein Ende der Konflikte, Andeutungen, dass sie bald frei sein würde. Während Caleb Barnes bei seiner ersten Befragung versuchte, ruhig und kontrolliert zu wirken, fiel den Ermittlern auf, dass seine Schilderungen voller Widersprüche waren. Er gab an, Cheryl nur flüchtig gekannt zu haben,
Doch Augenzeugenberichte und die Handykommunikation bewiesen, dass er die letzten Stunden vor ihrem Tod in enger Gesellschaft mit ihr und Jamie verbracht hatte. Jamie selbst zeigte zu Beginn eine fast unerschütterliche Fassade. Sie sprach leise, gab kurze Antworten und wich Blickkontakt aus. Doch je länger das Gespräch dauerte, desto deutlicher wurde, dass sie nervös war. Kleine Unstimmigkeiten in ihren Aussagen, etwa zu den Uhrzeiten oder der Route, die sie angeblich genommen hatten, boten den Ermittlern Ansatzpunkte, um den Druck zu erhöhen. Als die Ermittler sie schließlich mit den Beweisen konfrontierten, den Blutspuren, den Nachrichten auf ihrem Handy, den Aussagen von Zeugen, geriet das sorgfältig konstruierte Kartenhaus ins Wanken. Jamie wich aus, bestritt einzelne Punkte, verfing sich in Erklärungen, die weder zeitlich noch logisch stimmig waren. Caleb hingegen begann, den Großteil der Verantwortung auf sie zu schieben, während er selbst eine untergeordnete Rolle darzustellen versuchte. Für die Ermittler war klar, sie hatten es mit zwei Personen zu tun, die nicht nur ein grausames Verbrechen begangen hatten, sondern auch bereit waren, einander zu verraten, um sich selbst zu retten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine der beiden Fassaden vollständig brechen würde und mit ihr die ganze Wahrheit ans Licht käme. Der Wendepunkt kam, als die Ermittler Caleb Barnes in einem separaten Raum weiter befragten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er darauf bestanden, dass Cheryl Silvonek am Leben gewesen sei, als er sie zuletzt gesehen habe. Doch die kriminaltechnischen Ergebnisse ließen an dieser Version keinen Zweifel offen. Die Experten fanden Spuren von Erde und Blutanhaftungen an seinen Schuhen, dieselben Rückstände, wie sie auch am notdürftig verscharrten Bereich am Ufer nachgewiesen wurden. Barnes' Gesichtsausdruck veränderte sich, als man ihm die Fotos vom Tatort vorlegte. Er wirkte angespannt, die Hände umklammerten die Stuhlkanten. Schließlich brach er sein Schweigen und begann die Tat zu schildern, jedoch mit dem Ziel, die Hauptverantwortung auf Jamie zu verlagern. Seiner Darstellung zufolge sei sie es gewesen, die ihn während eines Streits mit ihrer Mutter immer weiter angestachelt habe. Jamie habe behauptet, Cheryl wolle ihre Beziehung beenden und ihn aus ihrem Leben drängen. Caleb erklärte, dass er sich an die Nacht kaum erinnern könne, da alles verschwommen sei. Doch die Ermittler wussten, dass diese angebliche Erinnerungslücke eine Schutzbehauptung war. Nach seiner Version sei es zu einer heftigen Auseinandersetzung im Wagen gekommen. Cheryl habe versucht, ihn aus dem Auto zu drängen, woraufhin Jamie plötzlich ein Messer aus seiner Tasche genommen und zugestochen habe. Er selbst habe nur versucht zu helfen. Währenddessen saß Jamie in einem anderen Raum, wo sie von einer Ermittlerin verhört wurde, die sich auf jugendliche Täter spezialisiert hatte. Anfangs blieb sie bei ihrer Geschichte, sie wisse nichts vom Tod ihrer Mutter. Doch als man ihr erklärte, dass Caleb bereits begonnen hatte zu reden, veränderte sich ihre Haltung. Sie strich nervös durch ihre Haare, vermied den Blickkontakt und begann schließlich zu weinen. In bruchstückhaften Sätzen gab sie zu, dass es schon lange Spannungen zwischen ihr und ihrer Mutter gegeben habe. Sie fühlte sich kontrolliert, bevormundet, und in Caleb habe sie jemanden gesehen, der ihr ein anderes Leben versprach. Die Idee, ihre Mutter loszuwerden, sei in nächtlichen Gesprächen gewachsen. Anfangs seien es nur Fantasien gewesen, bis Caleb angeblich den Plan ernsthaft ins Spiel brachte. Laut Jamies Geständnis sei die Tat in der Nacht vom 14. auf den 15. März eskaliert. Nach einem Abendessen seien sie und Caleb mit Cheryl im Auto unterwegs gewesen. Während der Fahrt sei es zu einem erneuten Streit gekommen. Caleb habe das Messer gezogen, sie habe geschrien, und in der Enge des Wagens sei alles sehr schnell passiert. Sie bestand darauf, dass sie selbst keinen Stich ausgeführt habe, räumte aber ein, Caleb nicht aufgehalten zu haben. Für die Ermittler war klar, beide versuchten, ihre eigene Rolle zu verharmlosen. Die Spurenlage jedoch sprach eine eindeutige Sprache. Blutverteilung, Verletzungsmuster und die zeitliche Abfolge der Ereignisse belegten, dass Caleb Barnes die tödlichen Verletzungen zugefügt hatte und Jamie Silvonek aktiv geholfen hatte, den Tatort zu vertuschen. Als die Vernehmungen beendet waren, stand das Bild fest. Eine 14-Jährige und ihr 20-jähriger Freund hatten gemeinsam beschlossen, ihre Mutter zu töten, um ihre Beziehung ohne Einschränkungen fortsetzen zu können. Der Mord war nicht das Ergebnis eines spontanen Streits, sondern das Ende einer Entwicklung, die über Wochen hinweg vorbereitet worden war.
Mit diesen Geständnissen in der Hand und einer überwältigenden Beweislage begannen die Ermittler, die Anklage vorzubereiten. Für Jamie und Caleb bedeutete das, dass die Fassade endgültig gefallen war und dass die nächsten Jahre ihres Lebens nicht in Freiheit, sondern hinter Gefängnismauern verbracht würden. Als der Fall im Frühjahr 2016 vor Gericht kam, war das öffentliche Interesse enorm. In den Medien wurde die Geschichte als einer der schockierendsten Fälle familiärer Gewalt in der Geschichte von Lehigh County bezeichnet. Die Vorstellung, dass eine 14-Jährige zusammen mit ihrem erwachsenen Freund die eigene Mutter getötet hatte, ließ selbst abgebrühte Prozessbeobachter fassungslos zurück. Die Staatsanwaltschaft präsentierte eine sorgfältig aufgebaute Beweiskette. Sie legte dar, wie Jamie Silvonek und Caleb Barnes ihre Beziehung vor Cheryl geheim halten wollten, nachdem diese begonnen hatte, den jungen Mann kritisch zu betrachten. Textnachrichten, die zwischen den beiden ausgetauscht worden waren, enthielten Andeutungen über die Beseitigung von Hindernissen. In den Augen der Anklage war klar, der Mord war geplant. Die Verteidigung versuchte, ein anderes Bild zu zeichnen. Barnes' Anwälte stellten ihn als von Jamie manipulierten, emotional instabilen jungen Mann dar, der in eine familiäre Konfliktlage hineingezogen worden sei, die er nicht überschauen konnte. Jamies Verteidigerin argumentierte hingegen, ihre Mandantin sei noch ein Kind gewesen, leicht beeinflussbar und habe nicht in vollem Umfang verstanden, was sie tat. Doch die Geschworenen hörten nicht nur Worte. Sie sahen die Fotos vom Tatort, die Verletzungen, das halb im Teich versunkene Auto. Sie hörten die Aussagen von Kriminaltechnikern, die erklärten, dass Blutspuren an Jamies Kleidung gefunden wurden, was sie unmittelbar mit dem Tatgeschehen in Verbindung brachte. Nach wochenlanger Beweisaufnahme kam der Tag der Urteilsverkündung. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Auf der Anklagebank saßen nebeneinander ein junger Mann mit leerem Blick und ein Teenager-Mädchen, das nicht mehr die rebellische Schülerin von einst war, sondern eine Gefangene in übergroßer orangefarbener Kleidung. Caleb Barnes wurde wegen Mordes ersten Grades, Verschwörung und Manipulation von Beweismitteln für schuldig befunden. Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Für ihn bedeutete das, er würde Pennsylvania State Prison niemals wieder verlassen. Jamie Silvonek bekannte sich im Rahmen eines Deals schuldig, um eine lebenslange Strafe zu vermeiden. Sie wurde am 11. Februar 2016 zu 35 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Da sie zum Tatzeitpunkt 14 Jahre alt war, wird sie frühestens im Alter von 49 Jahren die Chance auf Freiheit haben, wenn überhaupt. Für David Silvonek, Jamies Vater, war das Urteil ein doppelter Verlust. Innerhalb eines Jahres hatte er nicht nur seine Ehefrau auf grausame Weise verloren, sondern auch seine Tochter, nicht durch Tod, sondern durch eine Mauer aus Stacheldraht und Stahl. Freunde berichteten, er habe sich nach dem Prozess weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das Haus der Familie in Upper Macungie Township wurde verkauft. Der Fall hinterließ eine tiefe Narbe in der Gemeinschaft. Viele kannten Cheryl als warmherzige, hilfsbereite Frau, die stets ein offenes Ohr für andere hatte. Dass ihr Leben durch eine Verschwörung zwischen ihrer eigenen Tochter und deren älterem Freund enden würde, war unvorstellbar gewesen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Das Dorf La Bastide-Clarence liegt nur 30 Kilometer von Bayonne entfernt. Es ist ein Ort mit weniger als 1000 Einwohnern, eingebettet in die grüne Landschaft Südwestfrankreichs, malerisch, ruhig, scheinbar sicher. Doch am 20. Februar 2016 wurde das Idyll erschüttert. Ein Notruf ging ein. Ein Doppelmord im Bauernhaus der Familie Rossel. Vater und Mutter waren erschossen worden und der Anrufer war kein Außenstehender, sondern der jüngere Sohn der Familie. Die Familie Rossel bestand aus 4 Personen. Eva, Pascal und ihre beiden Söhne, Jan und Kevin. Sie lebten ein zurückgezogenes Leben als Landwirte, arbeiteten hart, hielten zusammen. Zumindest schien es so. Doch an diesem Februartag wurden Polizei und Rettungsdienst mit einem Bild konfrontiert, das ihnen in Erinnerung bleiben sollte. Als die Beamten das abgelegene Gehöft erreichten, fanden sie 2 leblose Körper vor. Die Opfer, Eva und Pascal Roussel,
wiesen Schussverletzungen auf. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, doch jede Hilfe kam zu spät. Einer der Söhne hatte noch versucht, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, ohne Erfolg. Am Tisch stand noch das Essen. Es war der Geburtstag von Kevin, dem jüngeren Sohn. Die ganze Familie war versammelt gewesen, um zu feiern. Statt einer Feier folgte eine Tragödie. Die Ermittler begannen sofort, das Umfeld zu sichern und die Anwesenden getrennt voneinander zu befragen. Es war ein ungewöhnlich komplexes Familienszenario. Neben den Brüdern waren auch Kevins Frau Sophia Botnarjuk und ihre kleine Tochter Alice im Haus gewesen. Die Zweijährige hatte durch die Schüsse zu weinen begonnen. Später wurde sie von ihrer Urgroßmutter abgeholt. Die ersten Aussagen warfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten. Kevin, der den Notruf abgesetzt hatte, erzählte, dass sein Vater und seine Mutter in letzter Zeit in heftige Auseinandersetzungen geraten waren, angeblich wegen Evas Untreue. Laut seiner Darstellung hatte sein Vater während des Mittagessens plötzlich das Zimmer verlassen, eine Waffe aus dem Büro geholt und seine Frau im Beisein der ganzen Familie erschossen. In Panik sei er selbst dazwischen gegangen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern, habe mit seinem Vater gerungen, und doch die Schüsse hätten sich dabei versehentlich gelöst. Eine schockierende Geschichte. Doch sie hatte einen entscheidenden Haken. Sie passte nicht zu dem Bild, das Freunde und Nachbarn von Eva und Pascal zeichneten. Die Roussells galten als Musterpaar, respektvoll, liebevoll, loyal. Niemand konnte sich vorstellen, dass Pascal seine Frau ermorden oder dass Eva eine Affäre gehabt haben sollte. Die Polizei wurde misstrauisch. Als die forensischen Untersuchungen abgeschlossen waren, fiel der erste Bruch in Kevins Geschichte auf. Die Schussverletzungen an Pascals Körper deuteten nicht auf ein Gerangel hin, sondern auf einen gezielten Ablauf. Keine Anzeichen eines wilden Gerangels, sondern ein kontrollierter Ablauf, ganz im Gegensatz zu dem, was Kevin behauptete. Die Ermittlungen nahmen eine neue Wendung. Die Polizei nahm beide Brüder vorläufig in Gewahrsam und begann mit einer genaueren Analyse der Ereignisse. Kevins Frau Sophia wurde weiter befragt. Ihre Aussagen waren jedoch widersprüchlich und verstärkten den Verdacht. Kevin änderte schließlich seine Version. Jetzt beschuldigte er Jan, den älteren Bruder. Dieser sei instabil, unberechenbar, aggressiv gegenüber den Eltern gewesen. An jenem Tag sei er ausgerastet und habe beide erschossen. Sophia stützte diese Version. Jan sei komisch gewesen, habe sich auffällig benommen, sei unruhig durch das Haus gelaufen. Es habe Streit gegeben, dann seien Schüsse gefallen. Währenddessen wurde Jan separat befragt. Er war blutverschmiert, aber unverletzt. Er sagte kaum etwas, war wie in Trance. Doch was er sagte, passte erneut nicht zur Darstellung seines Bruders. Die Waffe, sagte Jan, sei in Kevins Händen gewesen. Und Kevin sei es gewesen, der ihre Eltern getötet habe. Jan habe nur versucht, ihnen zu helfen. Seine Stimme war ruhig, beinahe mechanisch. Keine Tränen, kein Zittern, nur klare, kühle Aussagen. Die Polizei entschied, ihn vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Zu widersprüchlich schienen seine Aussagen, zu befremdlich seine Reaktionen. Selbst sein Anwalt war irritiert von der Emotionslosigkeit. Später erklärten Sachverständige, dass Jan am Asperger-Syndrom leidet, einer Form des Autismus, die unter anderem mit Schwierigkeiten im Ausdruck von Emotionen verbunden ist. Seine Ruhe war keine Kaltschnäuzigkeit, sondern ein Symptom seiner neurologischen Veranlagung. Trotz dieser Erkenntnis wurden die Verdächtigungen gegen ihn noch nicht ausgeräumt. Für die Justiz galt er weiterhin als möglicher Beteiligter. Jan blieb weiterhin in Haft. Die Diagnose Asperger-Syndrom war für die Ermittler nicht nur medizinisch bedeutsam, sie veränderte die gesamte Perspektive auf Jan Roussel. Psychologen erklärten, dass Menschen mit dieser Form des Autismus kaum lügen, selten aggressiv sind und oft in fest strukturierten, ritualisierten Lebensmustern leben. Emotionale Reaktionen wie Weinen oder Schreien seien ihnen fremd. Nicht aus Kälte, sondern aus neurologischer Unfähigkeit, Emotionen so zu zeigen wie neurotypische Menschen. Jan hatte versucht, seinen Eltern zu helfen. Er hatte den Notruf nicht selbst gewählt, vermutlich weil ihm in diesem Moment schlicht die Idee nicht kam. Doch er blieb am Tatort, unbewaffnet, leistete erste Hilfe. Für die Ermittler war das ein wichtiges Signal.
Die Aussage, dass alles im Affekt passiert sei, begann zu bröckeln. Freunde und Bekannte der Familie bestätigten das Bild. Jan war ruhig, freundlich, manchmal zurückgezogen, aber nie gewalttätig. Kevin dagegen hatte eine kompliziertere Beziehung zu den Eltern. Er war impulsiv, leicht reizbar und es gab immer wieder Streit, insbesondere wegen Geld. Die Ermittler vertieften sich in Kevins Lebensumstände. Seit der Hochzeit mit Sophia, einer jungen Frau aus Kasachstan, lebte das Paar in einer Wohnung in Bayonne, die Pascals Familie für sie finanziert hatte. Miete, Lebenshaltungskosten, sogar die Hochzeit selbst. Alles wurde von Eva und Pascal bezahlt. Kevin hatte keinen festen Job. Sophia auch nicht. Das Paar war finanziell vollkommen abhängig von den Eltern. Doch kurz vor der Tat hatte sich etwas geändert. Die Eltern hatten entschieden, Kevin nicht weiter zu unterstützen. Sie drängten ihn zur Eigenständigkeit. Für Sophia und Kevin war das offenbar ein Schlag. Freunde berichteten später, dass das Paar angedeutet habe, nach Kasachstan zurückzukehren und den Kontakt abzubrechen, insbesondere den zu Alice, die von den Großeltern sehr geliebt wurde. Eine emotionale Erpressung, die nicht fruchtete. Der Druck wuchs und mit ihm die Spannungen. Eva und Pascal erzählten mehreren Bekannten, dass sie sich zunehmend unwohl in der Gegenwart ihres Sohnes fühlten. Es war eine stille Angst, schwer zu fassen, aber immer spürbarer. Mehrere Wochen nach dem Verbrechen führten die Ermittler eine erneute Durchsuchung in der Wohnung von Kevin und Sophia durch. Dabei machten sie einen Fund, der die Ermittlungen endgültig in eine andere Richtung lenkte. In der Innentasche einer Jacke fanden sie einen zerknüllten Zettel. Darauf, handschriftlich mit schwarzem Marker, war ein Ablaufplan notiert. Punkt für Punkt war das Verbrechen skizziert. Waffen, Zeitplan, Alibi. Der Text war eindeutig und kompromittierend. Von diesem Moment an gab es kaum noch Zweifel. Der Mord war geplant. Kein Familiendrama im Affekt, kein Zufall, sondern ein gezielter Versuch, das gesamte Familienvermögen an sich zu reißen. Ein eiskalter Plan. Kevin wurde verhaftet. Die Ermittler gingen nun davon aus, dass er nicht nur seine Eltern töten wollte, sondern dass auch Jan in Gefahr gewesen sein könnte. Als einziger weiterer Erbe stand er im Weg. Doch etwas war offenbar schiefgelaufen. Jan hatte überlebt. Vielleicht, weil Kevin ihn nicht rechtzeitig ausschalten konnte. Vielleicht, weil ihm im entscheidenden Moment die Munition ausging. Oder vielleicht, weil Jan sich wehrte. Sophia, Kevins Ehefrau, wurde erneut befragt. Sie beteuerte weiterhin ihre Unschuld. Doch ihre Aussagen waren vage, teilweise widersprüchlich. Es wurde klar, auch sie hatte mehr gewusst, als sie zugab. Der Verdacht wuchs, dass sie aktiv in den Plan involviert gewesen sein könnte. Am 1. April 2016 wurde Sophia wegen Beihilfe zum Mord in Untersuchungshaft genommen. Sie weinte, stritt alles ab, beteuerte, nichts gewusst zu haben. Doch die Ermittler hatten nun ein Motiv, einen Ablaufplan und ein Verhalten, das kaum mit Unwissenheit zu erklären war. Gleichzeitig wurde Jan aus der Haft entlassen. Mehrere Wochen war er fälschlich verdächtigt und inhaftiert worden, wodurch er nicht einmal an der Beerdigung seiner Eltern teilnehmen konnte. Nun kehrte er zurück, verstört, aber frei. Die Justiz begann, das Puzzle neu zusammenzusetzen, und Jan begann zu erzählen. Jan war kein Mann vieler Worte, doch was er in den Vernehmungen preisgab, reichte aus, um das Bild weiter zu vervollständigen. Er erinnerte sich an den Ablauf des Tages mit minutiöser Genauigkeit, typisch für Menschen mit Asperger-Syndrom, die oft über ein außergewöhnliches Gedächtnis für Details verfügen. Es war der Geburtstag von Kevin. Die Familie hatte sich zum Mittagessen versammelt. Eva hatte gekocht, Pascal Wein eingeschenkt, Sophia hatte Alice auf dem Arm gehabt, Kevin saß ihr gegenüber. Die Stimmung war ruhig, doch unter der Oberfläche gärte es. Kevin wirkte angespannt. Es gab Diskussionen über Geld. Jan hörte seine Eltern sagen, dass sie nicht länger zahlen wollten, dass Kevin endlich Verantwortung übernehmen müsse. Kurz nach dem Essen sei Kevin plötzlich aufgestanden, mit dem Vorwand, etwas holen zu müssen. Jan hatte beobachtet, wie er in das kleine Büro ging, wo die alte Pistole seines Vaters. Wenige Minuten später fiel der erste Schuss. Jan war der Einzige, der sich nicht in Panik verlor. Er sah seinen Vater blutüberströmt, auf dem Boden liegend. Die Mutter schrie. Kevin feuerte erneut. Eva brach zusammen.
Jan versuchte, seine Eltern zu retten, versuchte, Kevin aufzuhalten, doch sein Bruder war schneller, kräftiger und hatte eine Waffe in der Hand. Jan erinnerte sich, wie Sophia plötzlich auftauchte. Sie rief nach Alice. Das Kind weinte. Sophia packte es, verließ das Haus. Kevin schloss die Tür, verriegelte sie. Dann schaute er Jan an. In diesem Moment, so sagte Jan, habe er geglaubt, sterben zu müssen. Doch Kevin schoss nicht. Warum, blieb unklar. Vielleicht hatte er keine Kugeln mehr. Vielleicht war der Moment nicht vorbereitet. Vielleicht hatte er Angst, dass Jan sich wehren würde. Stattdessen schrie er seinen Bruder an. Jan solle ruhig bleiben, nichts sagen. Es sei ein Unfall gewesen, ein Missverständnis. Jan verstand nicht. Er war überfordert, aber nicht panisch. Er fragte nur, ob seine Eltern noch lebten. Kevin antwortete nicht. Stattdessen griff er zum Telefon, rief die Polizei und stellte sich selbst als Retter dar. Für die Ermittler war diese Aussage ein weiterer Baustein im Mosaik. Sie passte zu den Spuren, zu den Obduktionsberichten, zu den Aussagen von Nachbarn. Kevin hatte versucht, die Kontrolle zu übernehmen, doch Jan hatte überlebt. Und damit die Wahrheit. Sophia hingegen blieb eine Grauzone. In den Verhören beteuerte sie, sie habe die Schüsse gehört, sei in Panik geraten und mit dem Kind geflohen. Doch sie habe nichts von einem Mordplan gewusst. Die Ermittler glaubten ihr nicht. Der Zettel mit der Ablaufskizze war in ihrer Wohnung gefunden worden. Außerdem waren in ihrer Handschrift Notizen entdeckt worden, To-Do-Listen, Einkaufszettel, die eindeutig belegten, dass sie Zugang zum Schreibtisch hatte. Der Vorwurf lautete nun auf Beihilfe zum Mord und versuchte Einflussnahme auf einen Zeugen. Für die Staatsanwaltschaft war klar, Sophia war nicht nur Zeugin, sondern Mitwisserin, möglicherweise sogar Mitplanerin. Im November 2017, rund 1,5 Jahre nach der Tat, kam es zur Anklage. Kevin Rouxel wurde des Doppelmords an seinen Eltern beschuldigt. Seine Frau Sophia wurde wegen Beihilfe zum Mord und versuchter Einflussnahme auf einen Zeugen angeklagt. Der Zeuge war Jan. Der Prozessbeginn wurde für Februar 2018 angesetzt, 2 Jahre nach dem Verbrechen. In der Zwischenzeit war Jan bei Verwandten untergekommen. Er mied die Öffentlichkeit, gab keine Interviews und wurde psychologisch betreut. Seine Welt, geprägt von Routinen und festen Strukturen, war zusammengebrochen. Doch in aller Stille bereitete er sich darauf vor, im Zeugenstand seinem eigenen Bruder gegenüberzutreten. Für die Justiz war dies ein seltener Fall. Ein Autist als Hauptzeuge in einem Mordprozess, bei dem der Täter aus der eigenen Familie stammt. Die Herausforderung war enorm und die Tragödie noch größer. Der Prozess gegen Kevin und Sophia begann am 19. Februar 2018, fast genau 2 Jahre nach der Tat. Der Gerichtssaal im südfranzösischen Pau war gut besucht, Journalisten und Beobachter füllten die Bänke. Das Interesse war groß, nicht nur wegen der Brutalität des Verbrechens, sondern auch wegen der komplexen familiären Verstrickungen, die diesen Fall so besonders machten. Kevin Rouxel trat mit gesenktem Kopf in den Saal. Er wirkte blass. Seine Stimme war ruhig, fast monoton. Doch was er sagte, war eine neue Geschichte. Er streitete nun den Mord nicht mehr völlig ab, aber er behauptete, in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt zu haben. Eine Affekttat, ausgelöst durch Demütigungen, finanzielle Ablehnung, emotionale Erpressung durch seine Eltern. Er habe sich gedemütigt gefühlt, wie ein Kind behandelt. Und in diesem Moment sei ihm alles zu viel geworden. Doch die Staatsanwaltschaft konterte mit dem Ablaufplan, dem Beweis für eine langfristige Vorbereitung. Es war nicht der spontane Ausbruch eines überforderten Sohnes, sondern ein durchdachter Mord an beiden Elternteilen, geplant, aufgeschrieben, umgesetzt. Sophia verteidigte sich energisch. Sie habe nichts gewusst. Ihr sei schlecht geworden, als sie die Schüsse hörte. Sie habe nur ihr Kind schützen wollen. Die Notizen in der Wohnung seien alte Zettel, sie habe nie verstanden, was Kevin vorhatte. Sie sei selbst Opfer einer schwierigen Familiensituation und eines dominanten Ehemannes. Doch während ihrer Aussage wirkte sie kontrolliert. Keine Tränen, keine echten Regungen. Die Geschworenen beobachteten sie genau und fragten sich, war diese Frau wirklich so ahnungslos?
Der zentrale Moment des Prozesses kam mit der Aussage von Jan Rouxel. Wochenlang hatten Gutachter mit ihm gearbeitet, ihn vorbereitet, begleitet. Der Zeugenstand war ein Ort der Überforderung. Grelles Licht, viele Blicke, laute Stimmen. Für jemanden mit Asperger-Syndrom eine fast unerträgliche Umgebung. Und doch trat Jan auf. Ruhig, präzise, ohne Pathos. Er beschrieb die Abläufe des Tattages und seine Beobachtungen mit minutiöser Genauigkeit, typisch für Menschen mit Asperger-Syndrom. Er sprach von der Waffe, vom Verhalten seines Bruders, vom plötzlichen Wandel in dessen Tonfall. Er widersprach direkt den Versionen von Kevin und Sophia. Er blieb sachlich, aber was er sagte, war vernichtend. Der Verteidiger versuchte, Jans Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Er sprach von Wahrnehmungsstörungen, von eingeschränkter Empathie, von möglichen Fehldeutungen. Doch die Gutachter widersprachen. Jan sei hochintelligent, aufmerksam und gerade durch seine neurologische Struktur unfähig zu lügen. Seine Darstellung sei konsistent, faktisch und glaubwürdig. Für viele im Saal war dies der bewegendste Moment. Der stille Bruder, der das Verbrechen überlebt hatte, der nie im Mittelpunkt stand, war nun die wichtigste Stimme der Wahrheit. Und mit jedem Satz wurde klarer, Kevin hatte nicht im Affekt gehandelt. Es war geplant, systematisch, und Sophia hatte zumindest davon gewusst. Während des Prozesses wurde bekannt, dass Kevin sich kurz vor der Tat nach finanziellen Unterlagen erkundigt hatte, darunter auch Fragen zu möglichen Versicherungen seiner Eltern. Ein Gutachten belegte, dass der Ablaufplan in seiner Handschrift verfasst worden war. Die Fassade bröckelte. Kevin schwieg mehr und mehr. Sophia blieb bei ihrer Version. Doch die Indizien waren erdrückend. Am letzten Verhandlungstag kam Jan noch einmal zu Wort. Er sagte nur einen Satz: Ich wollte nie der Einzige sein, der überlebt. Der Satz blieb im Saal hängen, still, klar und von unfassbarem Gewicht. Der letzte Verhandlungstag begann unter hoher Anspannung. Die Geschworenen hatten tagelang Zeugenaussagen, Gutachten und Indizien geprüft. Doch in der Luft lag mehr als nur juristische Spannung. Es war das Gewicht einer zerbrochenen Familie, das den Raum erfüllte. Die Staatsanwaltschaft forderte die Höchststrafe, lebenslange Haft für Kevin Rouxel wegen zweifachen Mordes und eine 20-jährige Freiheitsstrafe für Sophia Bodnarczuk wegen Beihilfe und versuchter Einflussnahme auf einen Zeugen. Die Anklage betonte erneut die Kaltblütigkeit des Plans, die systematische Vorbereitung und das doppelte Motiv: Rache und Geld. Die Verteidigung plädierte auf eine psychische Ausnahmesituation bei Kevin. Kein geplanter Doppelmord, sondern ein Kurzschluss aus emotionaler Überforderung. Bei Sophia beantragte sie Freispruch. Sie sei nichts weiter als eine verängstigte Mutter gewesen, die nach den Schüssen nur noch fliehen wollte. Doch die Geschworenen sahen es anders. Am 15. März 2018 wurde das Urteil verkündet. Kevin Rouxel wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Eltern gezielt, geplant und aus niederen Beweggründen ermordet hatte. Die lebenslange Freiheitsstrafe wurde verhängt, mit einer Mindesthaftdauer von 22 Jahren vor möglicher Bewährung. Sophia Bodnarczuk wurde der Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen, allerdings in einem minderschweren Fall. Das Gericht sah zwar Hinweise auf ihr Wissen und ihre Unterstützung, jedoch keine direkte Beteiligung an der Tötung. Sie erhielt eine Haftstrafe von 7 Jahren. Die Urteilsverkündung verlief still. Kevin zeigte keine Reaktion. Sophia weinte. Jan war nicht anwesend. Nach dem Prozess kehrte Jan in das Haus seiner Eltern zurück. Nicht aus sentimentalen Gründen, sondern weil es keine andere Unterkunft gab. Er lebte dort allein, umgeben von Erinnerungen, Routinen, Geistern der Vergangenheit. Die Nachbarn halfen ihm mit Einkäufen, das Jugendamt bot Betreuung an, doch Jan lehnte viele Angebote ab. Er wollte nur Ruhe und Struktur. Der Garten, in dem einst Eva ihre Blumen pflegte, wurde nun von Jan gepflegt. Das Fenster, hinter dem Pascal abends las, blieb dunkel. Die Stille war neu und gleichzeitig vertraut. Für Jan war es kein Ort des Schreckens. Es war einfach. Zu Hause. Die Geschichte der Familie Rouxel verschwand langsam aus den Schlagzeilen. Keine Berufung, keine neuen Enthüllungen, kein skandalöses Nachspiel.
Nur ein Haus in einem kleinen Ort im französischen Baskenland, in dem 2 Leben ausgelöscht wurden und ein drittes weiterging. Leise, beharrlich. Für die Justiz war der Fall abgeschlossen, für Jan vielleicht nie. Nach dem Urteil blieben Fragen offen, nicht juristisch, aber menschlich. Wie hatte es so weit kommen können? Wie konnte aus einem Sohn ein Mörder werden? Und was geschah mit jenen, die zurückblieben? Mit Jan, mit der kleinen Alice, mit einer Familie, die es nicht mehr gab? Kevin Roussel wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis in Südfrankreich verlegt. Laut Justizvollzugsanstalt zeigte er keine Reue. Er war höflich, angepasst, schrieb regelmäßig Briefe, vor allem an seine Tochter. In diesen Briefen präsentierte er sich als Opfer, als missverstandener Mann, als jemand, dem alles genommen wurde. Er erwähnte die Tat kaum. Stattdessen schilderte er Alice ein idealisiertes Bild ihrer Familie, ein Bild, das nicht existierte. Sofia Bodnarczuk wurde nach einigen Jahren Haft in ein offenes Vollzugssystem überführt. Sie beteuerte weiterhin, dass sie keine Schuld trage. Doch Kontakte zu ihrer Tochter wurden ihr nur unter Aufsicht gestattet. Der Staat hatte entschieden, dass Alice vorerst in einer Pflegefamilie leben sollte, weit weg vom Ort der Tat, mit neuem Namen, neuer Schule, neuer Identität. Sie war erst 5 Jahre alt, als ihre Großeltern starben. Zu jung, um zu verstehen, was geschah. Alt genug, um alles zu fühlen. Und Jan? Er blieb im Haus. Die Behörden hatten ihm angeboten, auszuziehen, in eine betreute Wohnform zu wechseln. Doch Jan lehnte ab. Er wollte bleiben. Nicht aus Trotz, sondern aus Prinzip. Für ihn war es nicht das Haus eines Verbrechens. Es war das letzte funktionierende Element seiner Welt. Die Möbel standen dort, wo sie immer standen. Die Uhr an der Wand tickte im gleichen Rhythmus. Die Gardinen waren frisch gewaschen, so wie es seine Mutter getan hatte. Ordnung bedeutete für Jan Sicherheit. Ein Sozialarbeiter besuchte ihn regelmäßig. Sie gingen gemeinsam einkaufen, planten Arztbesuche, sprachen über Alltagsdinge. Doch Jan sprach kaum. Wenn er redete, dann mit präziser Logik. Keine Emotionen, keine Klagen, nur Beobachtungen. Er schrieb Listen, führte Buch über Lebensmittel, erstellte Zeitpläne für Gartenpflege, Wäsche, Müllentsorgung. Im Dorf war Jan längst kein Fremder mehr. Die Nachbarn grüßten ihn, ließen ihm kleine Zettel mit Rezepten oder Kuchen vor der Tür. Manche vermieden Gespräche über die Vergangenheit. Andere erwähnten sie ganz bewusst, um zu zeigen, dass sie ihn nicht vergaßen, dass sie ihn sahen. So endet die Geschichte der Familie Roussel nicht mit einem Knall, sondern mit einem Flüstern. Kein Drama im klassischen Sinn, sondern ein Riss, der durch Generationen ging. 2 Eltern, die alles gaben. Ein Sohn, der nahm. Ein Bruder, der blieb. Und ein Kind, das hoffentlich irgendwann wieder lernt, zu vertrauen. Manchmal ist das größte Verbrechen nicht der Mord, sondern das Schweigen danach. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. In einem ruhigen Viertel von Lima, wo gepflegte Gärten und leise Straßen das Bild bestimmten, lebte eine Frau, deren größter Traum sich spät, aber mit ganzer Kraft erfüllte. Vilma Gabriela Niño de Guzmán de la Rosa wurde am 15. Januar 1951 in der Hauptstadt Perus geboren. Über ihr früheres Leben ist wenig bekannt. Keine Skandale, keine Schlagzeilen. Nur die leisen Spuren einer Frau, die sich dem Beruf der Öffentlichkeitsarbeit widmete und eines Tages einen Mann kennenlernte, der ihr Leben verändern sollte. José Manuel Tejada Ramírez war 25 Jahre älter als sie. Ein ehemaliger Hauptmann der Infanterie, der nach seinem Ausscheiden aus der Armee eine Verwaltungsposition im öffentlichen Dienst übernommen hatte. Vilma verliebte sich in ihn. Trotz des Altersunterschieds heirateten sie. Sie war 49, er 75. Viele hielten das für eine ungleiche Verbindung, doch für Vilma war es eine späte Liebe und ein letzter Versuch, sich ihren innigsten Wunsch zu erfüllen, ein Kind zu bekommen. Dank künstlicher Befruchtung kam im Juli 2000 tatsächlich eine Tochter zur Welt. Stephanie. Für Vilma war es ein Wunder. Sie widmete sich voll und ganz der Rolle der Mutter, aufopferungsvoll, kontrollierend, überfürsorglich,
Sie bestimmte Stephanies Kleidung, ihren Freundeskreis, ihre Hobbys. Doch während die Jahre vergingen, wuchs in dem Kind ein innerer Widerstand. Was als Schutz begann, wurde zur Einmauerung. Und mit jedem Jahr wurde die Beziehung zwischen Mutter und Tochter schwieriger. Als Stephanie die Pubertät erreichte, verwandelten sich harmlose Konflikte in erbitterte Machtkämpfe. Die Stimmung im Haus wurde frostig. Doch José, der Vater, nahm kaum etwas davon wahr. Er war inzwischen dement, zunehmend orientierungslos, gefangen in einer eigenen Welt. Wilma, inzwischen in Rente, pflegte ihn. Der Garten wurde ihr Rückzugsort, ein kleiner Fleck Ordnung in einem Leben, das langsam aus den Fugen geriet. Stephanie aber wollte raus, sie wollte gesehen werden, beliebt sein. Auf Social Media präsentierte sie sich als älter, reifer, verführerischer, als sie wirklich war. Die Bilder, die sie postete, lockten nicht nur Gleichaltrige, sondern auch deutlich ältere Männer an. Unter ihnen ihr Freund, dessen voller Name in den Medien nie genannt wurde, da er minderjährig war, sondern nur mit seinen Initialen: FJLH. Er war 16 Jahre alt, zurückhaltend, durchschnittlich. Er war wie gebannt von ihr. Und Stephanie? Sie merkte schnell, wie leicht er zu beeinflussen war. Er verliebte sich blindlings in ein Mädchen, das ihn nach Belieben dirigierte. Niemand ahnte, dass diese Beziehung nicht nur zerstörerisch, sondern tödlich enden würde. Die Spannungen im Haus der Familie Niño de Guzmán verschärften sich mit jedem Tag. Wilma beobachtete mit wachsender Besorgnis, wie sich ihre Tochter veränderte. Stephanie wurde lauter, abweisender, provokanter. Jede Begegnung endete im Streit. Die Argumente schaukelten sich hoch. Oft hörten die Nachbarn, wie Türen knallten oder Schreie durch den gepflegten Garten hallten. Manche hielten das Paar für Großeltern mit einem adoptierten Kind. Andere glaubten, Stephanie sei die Enkelin von Wilma. Niemand vermutete, dass es sich um Mutter und Tochter handelte. So tief saß die Kluft zwischen den Generationen. Während Wilma Tag für Tag ihren demenzkranken Mann pflegte, zog sich Stephanie in eine Welt zurück, in der sie allein das Sagen hatte. In der Schule war sie beliebt, nicht wegen guter Noten, sondern wegen ihres Auftretens. Sie war präsent, laut, stylisch. Und sie hatte einen Freund. Er war das genaue Gegenteil. Still, zurückhaltend, ein Träumer. Doch seit er regelmäßig trainierte, hatte er eine sportlichere Figur entwickelt. Stephanie bemerkte die Veränderung und begann, ihn gezielt an sich zu binden. Was zunächst wie eine typische Teenager-Beziehung wirkte, wurde für ihren Freund zur völligen Abhängigkeit. Er gehorchte ihr blind, ließ sich manipulieren, stellte sich gegen Freunde, gegen seine Familie, nur um bei ihr zu sein. Selbst als der Schulpsychologe Bedenken äußerte und Eltern des Freundes kontaktiert wurden, drang nichts zu dem Jungen durch. Er war verliebt, hörte nur auf Stephanie. Und sie nutzte diese Abhängigkeit skrupellos aus. Zu Hause verschlechterte sich die Situation weiter. Wilma verbot ihrer Tochter den Umgang mit dem Jungen. Sie war überzeugt, dass ihr Freund sie negativ beeinflusste. Für sie war es unvorstellbar, dass Stephanie überhaupt schon in einer Beziehung war. Der Druck stieg, das Klima wurde toxisch und dann begannen die Schulferien. Die Kontrolle, die Wilma noch mühsam aufrechterhalten hatte, begann zu bröckeln. Am Morgen des 11. Januars 2014 kümmerte sich Wilma wie so oft um ihren bettlägerigen Mann. José war nicht nur dement, sondern mittlerweile auch gelähmt. Wilma war abgelenkt, geschwächt, müde. Stephanie nutzte den Moment. Ungesehen ließ sie den Freund ins Haus. Sie schlichen sich in ihr Zimmer im 1. Stock, verbrachten Stunden zusammen, schauten Filme, redeten, schliefen miteinander. Niemand bemerkte es. Nur Vater des Freundes spürte, dass etwas nicht stimmte. Er versuchte mehrmals, seinen Sohn zu erreichen, doch ohne Erfolg. Gegen Abend erschien er vor dem Haus. Er klingelte, klopfte, wartete. Schließlich öffnete Wilma die Tür. Als er nach seinem Sohn fragte, reagierte sie empört. Sie wusste bis dahin nicht, dass ihr Freund sich im Haus befand. Doch der Gedanke, dass er mit ihrer Tochter unter einem Dach war, brachte sie in Rage. Sie knallte die Tür zu, stürmte die Treppe hinauf und öffnete das Zimmer ihrer Tochter. Was dann geschah, veränderte alles. Im Zimmer im 1. Stock eskalierte die Situation innerhalb von Sekunden.
Wilma stand ihrer Tochter und dem halbnackten Freund gegenüber. Die Anspannung, die sich über Monate aufgebaut hatte, entlud sich in einem plötzlichen, unkontrollierten Ausbruch. Worte wurden laut, schrill, verletzend. Doch dieses Mal blieb es nicht bei einem Streit. Wilma verlor die Beherrschung und schlug auf ihre Tochter ein. Sie schrie, verlangte, dass ihr Freund das Haus sofort verlasse, beschimpfte beide. Der Junge, überfordert, versuchte, die wütende Frau zu beruhigen. Er wollte gehen, doch Wilma ließ ihn nicht aus den Augen. Die Auseinandersetzung wurde körperlich. Als sie ihn am Arm kratzte, griff Stefanie ein. Sie hatte mit einer Eisennadel auf das Auge ihrer Mutter gezielt und sie dann mehrmals auf den Kopf geschlagen. Dann stieß sie ihre Mutter gegen die Wand. Ein dumpfer Aufprall, ein Blutstreifen auf dem Putz. Wilma rutschte zu Boden. Reglos. Es folgte eine gespenstische Stille. Die Jugendlichen erstarrten. Das Blut, der reglose Körper. Panik. Hysterie. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Statt Hilfe zu holen, trafen sie eine folgenschwere Entscheidung. Sie versteckten die Leiche. Im Bad wuschen sie sich das Blut von den Händen, zogen ihre Kleidung aus, verstauten sie. Der Freund war blass, zitterte. Stefanie aber blieb erschreckend ruhig. Dann öffneten sie die Haustür. Der Vater ihres Freundes stand noch immer davor. Stefanie log, spielte die Kontrolle, während der Junge kaum den Blick heben konnte. Wenige Minuten später verließ er das Haus. Im Auto entriss sein Vater ihm das Handy und verbot jeglichen Kontakt zu dem Mädchen. Stefanie blieb allein zurück, mit der Leiche ihrer Mutter und mit einer Entscheidung, die alles besiegelte. Sie würde schweigen. Sie erzählte niemandem, was passiert war. Stattdessen begann sie, den Verfall zu überdecken. Sie bedeckte den Körper mit Decken und Zeitungen, kaufte Duftsprays, Chemikalien und Essig, um den Verwesungsgeruch zu übertönen. Sie lebte weiterhin in demselben Zimmer, in dem der Körper ihrer Mutter unter dem Bett lag. Und sie tat mehr. Sie lebte weiter, ging einkaufen, traf Freunde, postete Selfies in den sozialen Medien, als wäre alles normal. Mit dem Ausweis ihrer Mutter kaufte sie ein neues Handy. Sie prahlte mit teurer Kleidung und sagte, ihre Mutter sei auf Europareise. Niemand stellte Fragen. Noch nicht. Während unter Stefanis Bett der Körper ihrer Mutter langsam verweste, drehte sich die Welt draußen scheinbar ungestört weiter. Doch das Bild der heilen Fassade begann zu bröckeln. Wilmas Garten, den sie einst mit Hingabe pflegte, lag nun verwahrlost. Die Nachbarn bemerkten, dass man die sonst so präsente Frau nicht mehr beim Spaziergang sah. Und doch glaubten viele den Geschichten des Mädchens. Stefanie erzählte, ihre Mutter sei auf Reisen, mal in Europa, mal bei entfernten Verwandten. Es klang nicht glaubwürdig, aber niemand stellte es offen in Frage. Auch Verwandte riefen an. Stefanie ging ans Telefon, antwortete ruhig, distanziert. Nein, Mama sei nicht da. Ja, alles sei in Ordnung. Man müsse sich keine Sorgen machen. Die Gespräche waren kurz, kühl, und niemand hörte im Hintergrund das stumme Leiden des alten Mannes, der im selben Haus lebte. José, einst Hauptmann der Armee, war jetzt ein Schatten seiner selbst. Er verstand nicht, was geschehen war, verweigerte das Essen, verwechselte seine Tochter mit seiner verstorbenen Frau, wenn das Licht ausfiel. Er verwahrloste zusehends, während seine Tochter nichts unternahm, um ihn zu pflegen oder Hilfe zu holen. 2 Monate lang lebte Stefanie in diesem Haus, zwischen Lügen, Verwesung und der Illusion von Freiheit. Immer wieder versuchte sie, ihren Freund zu kontaktieren, doch sein Vater hatte ihm das Handy abgenommen. Schließlich wandte sich Stefanie an seinen Cousin, Marco. Über Facebook erfand sie neue Lügen. Sie sei schwanger, aus dem Haus geworfen worden, brauche dringend Hilfe. Marco hörte ihr eine halbe Stunde lang zu, war verwirrt, aber tat nichts. Stefanie wusste, dass ihr die Zeit davonlief. Am 8. März 2014, fast 2 Monate nach dem Tod ihrer Mutter, betrat ihr Freund das Haus erneut. Er hatte sich überreden lassen, zurückzukommen, vielleicht aus Mitleid, vielleicht aus Angst. Der Gestank im Haus war kaum noch auszuhalten. Gemeinsam gingen sie ins Zimmer, in dem sich die Leiche befand. Ein riesiger Ventilator lief, die Luft war geschwängert von Chemikalien und Fäulnis. Der Junge versuchte, die Blutflecken an der Wand mit schwarzer Farbe zu überdecken, doch es war zu spät.
Am nächsten Tag, dem 9. März, meldeten Wilmers Verwandte sie bei der Polizei als vermisst. Zu viele Fragen waren offen geblieben, zu viele Antworten hatten gefehlt. Die Beamten kamen gegen 20 Uhr mit mehreren Streifenwagen und Wilmers Schwester. Sie klingelten, hämmerten an die Tür. Erst nach langem Zögern öffnete Stefanie. Was die Polizei dann betrat, war kein gewöhnliches Haus. Schon beim Betreten des Hauses schlug den Polizisten ein beißender Geruch entgegen. Die Räume wirkten vernachlässigt. Überall lagen Müllsäcke, schmutzige Wäsche, leere Behälter von Lufterfrischern. Aber das war nicht das, was die Beamten beunruhigte. Es war der schwere, süßliche Gestank, der aus dem Obergeschoss kam. Ohne ein Wort zu verlieren, begannen sie, Raum für Raum zu durchsuchen. Als sie vor Stefanies Zimmertür standen, war diese verschlossen. Auf Nachfrage reichte das Mädchen ihnen einen ganzen Schlüsselbund. Doch keiner der Schlüssel passte. Wilmers Schwester, die die Szene mit zunehmend bleichem Gesicht beobachtete, verlor die Geduld. Mit fester Stimme forderte sie Stefanie auf, die Tür zu öffnen. Sofort. Das Mädchen zögerte kurz, dann zog sie wortlos einen versteckten Schlüssel hervor und reichte ihn einem der Beamten. Die Tür öffnete sich langsam. Drinnen stickige Luft, geschlossene Vorhänge, chaotisches Durcheinander und ein Geruch, der alles überlagerte. Unter dem Bett, unter Decken und Zeitungen entdeckten sie schließlich den verwesten Körper von Wilma. Ihre Gesichtszüge waren längst nicht mehr erkennbar. In der Nähe lagen Duftsprays, Flaschen mit Essig und Spuren dunkler Farbe, mit der offenbar versucht worden war, Blutflecken zu überdecken. Auf einem Tisch eine Bibel, ein Kruzifix, eine kleine religiöse Karte mit einer Widmung von Wilma an ihre Tochter. Zeichen eines längst zerbrochenen Bandes. In einem anderen Zimmer fanden die Beamten José, den Vater des Mädchens. Abgemagert, verwirrt, ungepflegt. Er hatte keine Ahnung, dass seine Frau tot war oder dass ihre Leiche nur wenige Meter von ihm entfernt unter einem Bett verweste. Die Familie hatte ihn nach der Entdeckung sofort in ihre Obhut genommen. Niemand konnte erklären, wie er so lange hatte überleben können. Noch am selben Abend wurde Stefanie in Gewahrsam genommen. Die Tatortermittler dokumentierten jeden Winkel des Hauses, sicherten Spuren, untersuchten die Wände mit Luminol. Die Staatsanwältin Naidi Kacay-Chavez war persönlich anwesend. Sie wollte sich ein Bild vom Zustand des Hauses machen. Der Fall war bereits jetzt einer der aufsehenerregendsten in ganz Peru. Stefanie wurde zunächst in das Jugendzentrum Santa Margarita gebracht. In der ersten Vernehmung zeigte sie keine Reue. Stattdessen beschuldigte sie ihren Freund. Er habe ihre Mutter erschlagen, sagte sie. Sie selbst habe nur versucht, sich zu schützen. Sie schilderte detailliert, wie er mit einem Eisenstab auf Wilma eingeschlagen habe, nachdem diese mit einer Eisennadel auf sie losgegangen sei. Alles sei außer Kontrolle geraten. Doch es war nur der Anfang eines Verhörs, das viele Widersprüche zutage fördern sollte. Die Ermittlungen nahmen Fahrt auf. Was zunächst wie ein einzelner Gewaltausbruch zwischen Mutter und Tochter gewirkt hatte, entwickelte sich zu einem komplexen Netz aus Lügen, Manipulation und gegenseitigen Beschuldigungen. Während Stefanie versuchte, sich als Opfer einer toxischen Mutter und eines gewalttätigen Freundes darzustellen, widersprach ihr Freund ihrer Darstellung entschieden. Er wurde ebenfalls als Beteiligter festgenommen. In seiner Aussage schilderte er, dass es Stefanie gewesen sei, die auf ihre Mutter losging. Sie habe zuerst mit einer Eisennadel auf das Auge ihrer Mutter gezielt und sie dann mehrmals auf den Kopf geschlagen. Er selbst habe lediglich versucht, den Angriff zu stoppen. Auch sein Vater bestätigte, dass sein Sohn von Anfang an überfordert gewesen sei und aus Angst vor Stefanie geschwiegen habe. Die Ermittler standen vor zwei widersprüchlichen Versionen. Beide Jugendlichen versuchten, sich gegenseitig zu belasten. Beide verstrickten sich in Details, die nicht zusammenpassten. Dennoch gab es eine Konstante. Die Leiche hatte 2 Monate unter dem Bett gelegen. Niemand hatte das Verbrechen gemeldet. Und beide Jugendlichen hatten diese Zeit genutzt, als sei nichts geschehen. Sie gingen zur Schule, trafen Freunde, lebten weiter. Psychologische Gutachten zeigten ein beunruhigendes Bild. Bei dem Freund stellten die Experten fest, dass er leicht zu beeinflussen war, Angst vor Ablehnung hatte und stark von Stefanie abhängig gewesen war. Stefanie hingegen zeigte keinerlei Reue, keine Depressionen, keine emotionale Reaktion auf den Tod ihrer Mutter.
Sie war kühl, kontrolliert und ließ nichts durchscheinen. Die Staatsanwaltschaft erhob schließlich Anklage gegen beide. Stephanie wegen Mordes, ihr Freund wegen Beihilfe. Bei der Rekonstruktion der Tat stellten die Ermittler fest, dass es zwar nicht eindeutig war, wer den tödlichen Schlag ausgeführt hatte, doch dass beide gemeinsam gehandelt und die Leiche versteckt hatten. Auch die Anschaffung von Chemikalien deutete darauf hin, dass keine von beiden einen Ausweg in Reue oder Geständnis suchte. Im Jahr 2014 sprach das Gericht das Urteil: Stephanie wurde zu 6 Jahren im Jugendzentrum Santa Margarita verurteilt, ihr Freund zu 4,5 Jahren in einer Jugendstrafanstalt. Luis, der von ihm als Komplize genannt worden war, wurde nicht angeklagt. Der Richter stellte fest, dass es keine ausreichenden Beweise für seine Beteiligung gebe. Die Öffentlichkeit reagierte mit Schock, nicht nur auf das Verbrechen selbst, sondern auf die Kälte, mit der insbesondere Stephanie ihr neues Leben aufgebaut hatte, während die Leiche ihrer Mutter in ihrem Zimmer lag. Auch nach der Verurteilung zeigte sie keine sichtbare Regung. Für viele war das die erschreckendste Tatsache dieses Falls. Im Jahr 2018 wurden beide Jugendlichen aus der Haft entlassen. Die peruanische Justiz war der Ansicht, dass sie ihre Strafe verbüßt hätten. Doch die Erinnerung an diesen Fall blieb als Symbol für einen familiären Albtraum, der sich hinter verschlossenen Türen abgespielt hatte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.